Tales of Berseria. Oh, am Hellen, sehr schön. Ja, wollte sagen, das Abenteuer geht weiter, war gerade irgendwie im Dunkeln und dachte mir so, ich muss mir irgendwie einen dunklen Kommentar überlegen und plötzlich, oh, Folge vorbei, weil wieder am Licht, sehr schön. Ja, letzte Folge, die war ja irgendwie, vor allem die letzten 2 Folgen, sprich das Ende von Part 81 und dann der Beginn von Part 82 und so. War schon ziemlich heftig, die Frage stellt sich jetzt, bleibt so heftig oder irgendwie, ja, geht's eher ein bisschen, sag jetzt mal langsamer voran, aber ich habe das Gefühl, es geht jetzt schon ans Eingemachte. Jetzt erstmal das Omega-Elixier, letzte Folge noch erfahren, dass es eine sogenannte 12-jährige Krankheit gibt, infolgedessen stecken sich nur die Kinder an, wie sie sich anstecken, keine Ahnung. Ob es irgendwie von Geburt an ist oder eine Krankheit oder so, wow, so knapp. Ebenfalls, ja, der kleine Videl leidet offenbar darunter. Das heißt, irgendwie alle 12 Tage bekommt man Fieber und mit 12 Jahren stirbt man daran. Und Velvet ist der Meinung, dass Laphicet, ihr Bruder, diese Krankheit auch hatte. Die Frage natürlich, wusste Arthur es davon, hat deswegen Laphicet geopfert, weil er sich dachte, jo, dann hat halt das Leben des Jungen trotzdem noch eine Bedeutung. Hä? Ah, hier prüfen, also schon irgendwie im Felsen prüfen. Das wäre eine Option, wie ich mir irgendwie denken könnte. Zumindest ansatzweise. Aber alles andere wird sich dann wohl zeigen. So, da geht's westliche Seestraße. Jo, ist einfach da, wo ich drüber kann. Außer vielleicht mit Windschritt, wa? So, waren hier noch nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt. Wenn doch, kommen wir wieder zurück, logischerweise. Jetzt mal das Item für Videl holen. Das ist, ich wollte gerade sagen, irgendwo eine Fee zu porten oder so etwas. Ah, da war eine. Die sich frecherweise vor mich hinportet. So, und hier soll es alles sein. Das ist irgendwie, ja, interessantes Gebiet, wo es augenscheinlich nichts gibt. Steht die Frage, warum? Ja, großes Plateau, schön. Sonst irgendwie nichts, weniger schön. Und es hat noch eine Truhe, eine normale, stinknormale Truhe. Mit geruchloser Flüssigkeit, ja, sehr schön. Uah! Scheiß Schlange. Okay, dann kommen wir doch langsam aber sicher zum Ort, wo das Dingen sein soll. Das Dingens-Bingens. Das müsste ungefähr hier sein. Nicht hier. Hier. There's a cloud sheep egg, another ingredient for the Omega elixir. All right. Let's hurry and get this back to Videl. I'm not sure I've ever seen Laphicet so animated. He's never really lost anything, so he can still believe in hope. That's a dark way of putting it. Once he's confronted with reality, he'll change his tone. Are you certain? Yeah, everyone's like that. Then how do you explain yourself? You've lost. You've been hit hard by reality. You don't have any hope for anything. So why do you risk your life with this revenge business? Why the hell shouldn't I? There's no hope waiting for me on the other side of revenge. I know full well it won't fix anything, or bring anyone back. But it's a damn sight better than sitting around doing nothing! And that's probably how Laphicet feels right now, too. I can't let go of all my anger and sorrow. And he can't bring himself to stop holding on to hope. This is how far he'll go for his friends. You two are both illogical for sure. I suppose a dumb old demon like me doesn't quite feel the same need for action. Alt vor allem. Wo ist der bitte schön alt? Our scout. I knew this would be big. What a treasure! Knochenmaske, interessant. Was fehlt noch alles? Es fehlt noch ein Spezial plus Material natürlich das nächste Gebiet, logischerweise. So, wir haben hier also alles. Wir können raus. Wie komme ich am schnellsten? Ich muss nach Renit.
Falsche Richtung. Hier entlang. Videl? Wo ist der Junge? Verarschen nur wieder, muss irgendwo sein. Hä? Ich soll so Videl bringen, aber Videl ist nirgends. Nee, ist die Quest gar nicht mehr da. Hä? Gut, ich meine, es könnte natürlich sein, dass es entweder zu früh in der Hauptstory ist, dass es erst später geht. Könnte auch sein, dass es irgendwie Kombination mit Trokuros Klinge sein muss, was ich aber stark bezweifle. Oder aber, ja, Videl wollte ein bisschen Zeit noch haben, irgendwie für sich und so, und dass es damit zu tun hat. Die beiden oder die drei Varianten sehe ich jetzt irgendwie. Ich hoffe nur nicht, dass ich irgendwie verpasse. Aber wir haben den Gegenstand, von dem her, die Quest erscheint momentan hier auch nicht mehr. Was soll man tun? Ja, ist logisch, ich muss ja erstmal weiterreisen. So, Tatenia? Ich würde sagen, ja. Und auf ins nächste Gebiet, das, wenn da echt auskannte User sind, könnte es echt heikel werden. So. Lionel Werft. Los geht's. Tanken, ja. Hier auch nochmal. Dann nochmal da drüben. Passiert irgendwo etwas? Noch nicht. Na. Yep. We're coming up on Lionel Island. So much for the ghost ships. Should we expect another welcome party waiting for us again? No. I had the Bloodwings spread a rumor that we were raiding an Abbey compound far, far from here. As far as plans go, that's better than nothing. All this cloak and dagger. Give me a good old frontal assault any day. First mate, sir. There's a ship drifting ahead of us. A ghost ship? It's an Abbey ship. Their flag. It's a distress signal. Understood. Commence approach. Are you actually going to help an enemy ship? A ship signaling distress has neither allies nor enemies. That's a code all seafarers abide by. It's an obvious trap. Not even pirates would use a distress signal for a surprise attack. Of course, after we rescue a ship, we still strip them of everything they've got. Anyway, if it's a trap, we'll kill everyone on board. Simple. A waste of time if you ask me. Is this the Corsair Scourge? Benwick, do we still have any Salatoma left? Yes, sir. If this is their full crew, we should have enough on board to treat them. Now that you mention it, don't Abbey ships usually have a bigger crew? These were all who were aboard when I hijacked the ship and made them set sail. Teresa! I knew I was being reckless, but I never expected we'd run afoul of the Corsair's Scourge. But you know, I'm glad we did, since it brought me to you. You seriously plan to fight in that condition? No. I know you've won this one. Use me as you will. Use you? Don't bother asking. It's a trap. Lionel Island is where you'll find Dees. Aetherian. My brother Oscar is guarding over it. We can handle him just fine. You should know that Oscar's acquired a powerful new art. Its formula developed by Lord Melchior. The art heightens a Malak's power far beyond its normal limits. The effect is incredible. Normal arts don't even compare. Even were you to win, you wouldn't come away unscathed. Why are you telling us this? The art is still untested and imperfect.
there's no guarantee its caster will survive the effects. I don't want anything to happen to Oscar. If I'm your hostage, Oscar won't move against you. This will afford you a window to snatch the Therian and make your escape. You're willing to betray the Abbey? There's nothing in this world that could ever replace Oscar. I know you can't trust me, so don't give me your medicine. I'll place my life in your hands. Just save Oscar. Lady Teresa! If true, this information will be of use to us. For now, let's bring her aboard and give her the medicine. So, you're going to believe her story? An art that boosts a Moloch's power far beyond its normal limits. Sounds like we might be in for a real fight. And she said that Melchior developed it too. Maybe this explains why he was so intent on acquiring that Siegfried relic. If this is all true, a frontal assault might not be the best idea. But why do you think Teresa is willing to go so far to protect Oscar? Oscar is the second son of the Dragonia family, aristocrats with ancestral ties to the Asgard royal lineage. From what I understand, he was sent to the Abbey in the hopes of strengthening his family's ties to the group. For the good of the bloodline. Happens all the time. Teresa followed him to the Abbey, where she's been his constant savior, even if she's kept it from him. So she's another noble too. Could have had an easy life if she just kept in her place. No, Teresa was conceived, outside of formal matrimony, and her mother was not of what you'd call high standing. It happens more often than you might think. My mother died, and my father's wife never cared for me. So I merely served the Dragonia family as a maid. Those were dark, lonely times for me. But Oscar was the only one who called me his sister and embraced me as family. Does a sister need any other reason to want to save her brother? So you're back on your feet. My sincere thanks for the medicine. I can't use you as a hostage if you're dead. Where's the Therian? Ahead through the Baird Marsh are the ruins of an ancient kingdom. There you'll find the Earth Pulse Point, along with Oscar. What happened to number 1? Lord Artorius took number 1 away from me. As it stands, I'm without the powers of an exorcist. As such, whether I live or die is for you people to decide. Once Oscar is safe, you can do whatever you like to me. We'll do as you wish. All of it. Ja, Theresa vertrauen. But don't let your guard down for 1 second. I won't. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, Freunde, ist ein ganz wichtiger Fakt. Und zwar, sie hat nichts darüber erwähnt, dass sie für Illuminats-Kraft empfänglich ist. Kein Sterbenswörtchen. Kann natürlich sein, dass es noch gar nichts damit zu tun hat und so, und dass es im Prinzip scheißegal ist. Dass es erst später auftaucht und so, aber es kann auch schon sein, dass im Fury nicht ganz so gut verstecken kann oder sonst irgendwas noch passiert, keine Ahnung. Oder Oscar im Kampf gegen uns stirbt und sie da dort zum Fury wird, keinen blassen Schimmer. Daher, ja, es kann noch viel passieren.
Aber ja, ich glaube trotzdem, dass das wird die Amatisierung sein. Kann man gar nicht anders vorstellen. Zumal ich glaube, zu erinnern, dass es in Zestiria, als wir das erste Mal auf Zavida getroffen sind und er da ja Siegfried eingesetzt hat, glaube ich, ähnlich war. Also ich glaube, es ist mal der Spruch gefallen von wegen, mit diesem, ja, Siegfried, oder sprich mit der Pistole und so, kann sich irgendwie seine Kräfte verstärken und es wird so stark wie Zoe in seiner amatisierten Form. Ich glaube, das ist irgendwie mal so was Ähnliches. Dieser Satz, glaube ich, mal so in einer Form gefallen in Zestiria. I'll send a Sylph J if anything comes up here. Have a safe trip. Thanks. Still, why would the Abbey build anything all the way out here? Teresa, what do you know? This island may be uninhabited now, but judging from the ruins, we can tell that civilization has flourished and fallen here many times. This island lies at a focal point of air and sea currents, as well as the flow of the earth pulse. That means that malevolence gathers here too. Is that why civilization has risen and fallen here before? It is. Furthermore, the malevolence of those long-dead people still lingers here, lost and unfading. Even after so long? The more they prospered, the greater the loss of life. Normally, this sort of thing could not be ignored. The malevolence here should have been dealt with in haste. But because the Abbey is scheming to resurrect Inominat, there's no way they'd want to waste such a bounty. Bursting with malevolent juiciness, and no meddlesome people around to cause trouble. There couldn't be a more perfect spot. If there's one place they'd put a Therian, it's here. Der Fury namens diese, so hat Teresa ihn genannt. Kann man zum Namen her und so überhaupt keinen Bezug vorstellen, auch nicht, was für ein Tier oder so etwas es sein soll. Klingt aber auch eher nach einem Menschen. Mal schauen. This is an Abbey encampment. No one's stationed here now, but it's well maintained. From what I could gather, it will be approximately 10 days before the next patrol stops by. That's more than enough time to find the Therian and get it off the Earth Pulse. We can rest here too. No need to rush things. We'll find the Therian, but let's do it right. Wenn wir schon im Thema Fury und so weiter sind. Teresa ist für die Kraft empfänglich. Hier ist aber der letzte Fury, das heißt, es braucht Teresa gar nicht mehr. Oder übersehe ich hier irgendetwas Wichtiges? Okay, erstmal gucken. Wir haben ja aktuell noch ein paar Waffen, weil es ist noch ein paar Minuten Zeit und so. Es muss sein. Wieder mal ein bisschen gucken. 5 und 6, okay. Physisch geht's hoch, der Rest sinkt nur ein wenig. Okay, mach. Ja, hatte ich eigentlich ohnehin schon mal, war. Wenn ich einen lustigen Fokus war, ich habe es deswegen geändert, egal. Also da zurück, ist ja nicht so schlimm. Dann mal ganz kurz deine Waffen checken. Wesen hat da einiges, aber er braucht es vor allem physisch und da kann ich alles andere nicht gebrauchen. Zumindest aktuell nicht. Velvet geht es auf 5 zu 5 runter. Aber ein bisschen mehr Defense könnt ihr nicht schaden, vor allem, ja. Speziell technisch gesehen, 5 und 5 zwar nur, naja. So, mal gucken. Luffy, hast du noch irgendwas? Lehren? Nee, zwar mehr KP wäre nicht schlecht. Nee. Leerenring, boah. Die Verteidigung sinkt, da ist mehr KP, mehr Angriff. Versuchen wir es mal. Möglichkeitsring, okay. Hatten wir auch schon. Bei ihm die Kurogane durch, ja, müssen eigentlich bald mal ersetzen, ne? Vor allem da dann mit bezüglich Sidequests und so. Wir erinnern uns, dann habe ich hier Möglichkeitsring auch noch, aber auch nichts Neues, nee. Alles für den Arsch, kann ich alles verkaufen oder zerlegen. Zerlegen kostet mich ja nichts. Lustigerweise. So, zack, zack. Kugel gehabt. Der beinahe das Falsche zerlegt. Oder zerlegen lassen. So, jetzt kaufen. Ne? Nochmal ganz kurz gucken.
Quarzdolche. Das Quarz gefertigt sind, ja, sind schon stärker als an aktuellen. Die Frage, die mir jetzt allerdings stellt, ist natürlich der mystisch. Ja. Ist auch eher physisch, wa? Oh, der wäre aber geil. Oh, jetzt geht aber langsam ab hier, wa? Hä? Sollen wir Quarzdolche verarschen? Ach so! Na gut. Eine Quarzpuppe. Man merkt, Quarz ist das neue, keine Ahnung. Quarzgürtel. Ja, das kann sie sehr gut gebrauchen. Quarzohrringe. Nee. Mehr Defense. Ja, komm, nur 40. Das lohnt sich nicht wirklich. Bei Luffy Set. Nee, was haben wir da? Nee, auch nicht. Auch nicht. Bei Rokuro. Nee. Die Verteidigung wird steigen, nee. Alter Schwede. Da geht der physische Angriff um 60 runter. Kann ich das verkraften? Nö. Also aber im Prinzip jetzt, ja, mehr oder weniger halt Aizen Rokuro in der. Ja, eigentlich sogar auch noch Eleanor, war? Die drei sind eigentlich wirklich im physischen Angriff gut. Ja gut, die sind jetzt eigentlich noch ein bisschen Allrounder. Und vor allem Erdartemäßig plus halt Wind noch. Roku ist eigentlich eher Kriegsartemäßig, kein bestimmtes Element. Ja. Mal ein bisschen gucken hier. Aber eigentlich rein nur von der Verteidigung habe ich ja so gesehen nicht. Was vielleicht gut, vielleicht schlecht ist, weiß das schon. So viel, ich verliere langsam den Überblick. Ich verliere langsam den Überblick. Wo, wie, was, keine Ahnung. Eine Quarzstiefel da noch. Mir geht auch mal die Kohle aus mit der Zeit. So. Ausrüstung. Was habe ich jetzt bei ihr geguckt? Das hier war es, glaube ich, das eine. Ja, bei ihr gar keine Wirkung. Die Quarzstiefel waren, glaube ich, nicht für sie, oder? Wieso eigentlich nicht? Nee, für Luffy war es auch nicht. Warte mal. Nee. Animalia-Ring. Ja, ich glaube, der war für sie. Federtritt. Gibt es auf 50 mehr. Fuß aufeinander dafür viel weniger Verteidigung. Ich will jetzt eigentlich auf beides hin trainieren, wa? Also auch verteidigungsmäßig ein bisschen was aushält. Weil alle nur in der Offensive und so ist nicht unbedingt die beste Idee. Sag mal. Nee, doch kein Quarz. Das hätte irgendwie. Hätte es ein Magidu gehabt, aber offenbar nicht. Nö, Magidu geht leer aus. Okay, die Quarzdolche. Ja, sind schon ein bisschen schnittiger, aber. Er hat trotzdem die Kurogane-Dolche. Weil, ich meine, er hat seinen Kopf dafür riskiert. Also, nicht riskiert, eingesetzt, wortwörtlich. Da jetzt einfach zu sagen, ist mir jetzt egal, tschüss. Fand ich jetzt so ein bisschen doof. Erdring, ja. Boostet eigentlich alles. Danke, es geht runter. Ich weiß. Aber er bekommt doch hier gerade. Jo, da geht er dann ein bisschen Boost drauf. Ja, ist vor allem. Sein Art, wa? Setzt eigentlich aus. Geht er eigentlich auch eher physisch in die Offensive, wa? Naja. Kann ich gar nicht mal. Oh, cool. Das Laufen hat gar nicht gefallen, dass es irgendwie aus für ihn verwende oder verkaufe oder so. Wohl verkaufen vielleicht schon. Aufwerten. Jetzt wird's lustig. Haben wir jetzt relativ teuer. Erstmal natürlich die. Ich sage jetzt mal billigeren Sachen, wa? Weil es auch weniger kostet.
Das sind doch schon relativ viel. Die Füße, für die Füße. Und doch hier schon ein bisschen wichtiger. Sehr schön. Ja, er hat noch ein bisschen Kohle. So, ein neues Team. Cool, wa? Gespeichert. Kann ich ja gleich wieder speichern, wenn ich da hingehe. Da haben wir sowieso noch eine Zwischensequenz. It's been a while. We haven't seen each other since the throne. But that doesn't seem like so long ago to me. Not when I keep hearing so much about you. Eleanor Hume, the traitor. What of the Corsair Scourge? Nothing to worry about. I've had my dose of Salatoma. Was it as bad as you remembered it? Brings you back to when you were an initiate, doesn't it? Why did you betray us, Eleanor? When the Abbey made you a patrolling inspector, they placed great responsibility upon you. Oscar should have been the one to take on that role. He had already been selected for it. But you wanted it so very badly, and that sweet, naive man that he is, he let you take it. I had no idea. Oscar had already been chosen? Yes, and after he passed on it, he was stationed on that dangerous island where he sustained that awful wound. And now, you accompany the monster that nearly killed him. I feel I have a right to some answers. My desire to save humanity has not changed. I have simply found a path different from the Abbey's. I don't find that answer acceptable. I didn't think that you would. I know very well that you offer no compromises when it comes to Oscar. You're right. I don't. Be sure to inform your new friends of that fact. In order for me to protect Oscar, I'm going to need you all to trust me. That's all I have to say to you. I understand. Dir vertrauen, ja. Schöne Scheiße, ey. Das ist keine gute Idee, Freunde. Das ist überhaupt keine gute Idee. Das geht sicher in die Hose, aber sowas von aus der Kiste. War ja klar, dass ich wenig habe. Toll. Okay, Leute, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part dann, vielleicht schon Drohne, weil es auf ein großes Gebiet ist. Können klein sein, können groß sein, wer weiß das schon. Theresa, wann wird es uns verraten, wenn es uns überhaupt verraten, was mit Oscar geschehen, kann er wirklich schon amatisieren. Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Episode wieder hier bei Tales of Berseria. Danke fürs Zusehen, bis dahin, tschüss.